Dividenden. Der Schlüssel zu passivem Einkommen und langfristigem Vermögensaufbau. Ob Anfänger oder erfahrener Investor. Aktien, die Dividenden ausschütten, können langfristig dazu beitragen, das Portfolio zu stärken und ein passives Einkommen aufzubauen. In diesem Video werden wir darauf eingehen, welche Vor- und Nachteile eine Dividendenstrategie mit sich bringt und wie ich selbst Dividenden nutze, aber auch wie viel Dividenden ich denn überhaupt ausgezahlt bekomme von meinem Portfolio. Viel Spaß mit dem Video. Das heutige Video ist in 3 verschiedene Kernbereiche unterteilt. Als erstes schauen wir uns an, was Dividenden überhaupt sind und welchen Nutzen sie haben. Als zweites gucken wir uns an, welche Vor- und Nachteile eine Dividendenstrategie mit sich bringt. Und zuletzt gebe ich euch einen Einblick in die Dividenden aus meinem Depot und wie ich sie einsetze, für diejenigen unter euch, die mit der Materie noch nicht so vertraut sind. Dividenden sind ein Teil des Gewinns, das das Unternehmen an seine Aktionäre ausschüttet. Das heißt, für das bloße Halten einer Aktie bekommt man Geld. Quasi ein passives Einkommen. Das Ganze hört sich in erster Linie schon mal ziemlich attraktiv an. Und deshalb knüpfen wir auch direkt dort an und schauen uns mal 3 signifikante Vorteile an, die Dividenden mit sich bringen. Der erste signifikante Vorteil ist die Planbarkeit. Aktien, die Dividenden ausschütten, machen dies meist regelmäßig. Das bedeutet, sie schütten entweder quartalsweise, monatlich oder auch jährlich Dividenden aus. Somit ist der Cashflow, den man aus seinem Investment erhält, planbar. Der zweite Vorteil liegt im Wiederanlageeffekt. Das bedeutet, der Investor kann das Geld, was er aus der Aktie erhält, frei nutzen. Entweder kann er davon weitere Aktienanteile kaufen, um zum Beispiel seine Dividende dadurch zu erhöhen, oder aber er investiert es in andere Aktien, um damit vom Zinseszinseffekt weiter zu profitieren. Der dritte signifikant positive Punkt ist der psychologische Effekt, den Dividenden haben. Durch das regelmäßige Ausschütten erhält man Geld aus seinen Investments. Das kann bei Investoren Glücksgefühle auslösen, da man etwas zurückbekommt für seine Aktivitäten. Damit können wir jetzt wohl zusammenfassen, dass Dividenden durchaus einen positiven Einfluss auf unser Portfolio und uns als Investoren haben. Vor allem für diejenigen, die einen langfristigen Anlagehorizont haben, da sie eine Möglichkeit bieten, Liquidität aus den Investments zu beziehen. Aber Dividenden haben nicht nur positive Eigenschaften. Welche negativen sie haben können, schauen wir uns jetzt als nächstes im Folgenden an. Beim ersten Punkt beschränke ich mich auf die reine Dividendenstrategie. Hierbei vergleichen wir den FTSE All World mit dem FTSE All World High Dividend Yield, also eine Dividendenstrategie mit dem Gesamtmarkt, und schauen an, wie diese im Vergleich dazu performt hat. Die Kursgewinne des FTSE All World High Dividend Yield im Zeitraum 29.07.2019 bis 10.12.2024 betrugen 59,18%, inklusive Reinvestment der Dividenden. Aber im Vergleich dazu hatte der FTSE All World eine Performance von 89,12% im selben Zeitraum. Somit hat der FTSE All World High Dividend Yield im Vergleichszeitraum knapp 30% schlechter performt als der FTSE All World. Noch gravierender wird das Ganze, wenn wir die Dividenden nicht reinvestieren würden. Ohne das Reinvestieren der Dividenden läge die Kursperformance des FTSE All World High Dividend Yield in diesem Zeitraum bei gerade einmal 32,26%. Das ist weit über 50% weniger, als der Vergleichsindex FTSE All World im selben Zeitraum performt hat. Abgesehen vom meist beschränkten Wachstum des Unternehmens gibt es aber noch weitere Probleme bei Dividenden. Und zwar müssen wir hier in Deutschland mindestens 25% Steuern auf Dividenden zahlen. Insofern wir den Steuerfreibetrag in Höhe von 1.000 Euro pro Jahr schon bereits ausgeschöpft haben. Das mindert natürlich die Rendite, die wir auf dieses Kapital erwirtschaften können. Es gibt noch einen wichtigen dritten Punkt, den man vor allem bei Investments in Einzelaktien beachten sollte, und zwar die Dividendenausschüttungsquote. Das bedeutet, wie viel Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Dieser kann hoch liegen, was bedeuten würde, dass Dividendenwachstum eigentlich fast kaum noch möglich ist, oder auch über 100%, was natürlich nicht nachhaltig ist. Hierbei muss man aber beachten, ob es sich bei den letzten Dividenden um eine Sonderzahlung gehandelt hat. Damit ist dann auch schon eigentlich alles gesagt zu Vor- und Nachteilen von Dividenden. Am Ende ist es eigentlich immer so, die Mischung macht's. Das heißt, ein kleiner Teil Dividenden ist eigentlich immer in Ordnung. Deswegen werfen wir jetzt auch einen Blick auf mein Portfolio. Wir schauen uns an, wie viel Dividenden ich erhalte, welche Dividendenrendite ich denn habe und was ich mit diesen Dividenden eigentlich anstelle. Für ein besseres Verständnis gebe ich euch eine Einführung in mein Investmentmodell. Ich investiere mein Geld in 3 verschiedene Bereiche. Zum einen in ETFs. Das dient als Altersvorsorge und soll die Rente später verbessern. Der zweite Teil ist eine Fixed-Income-Position. Diese Position dient dazu, ein regelmäßiges Einkommen zu erwirtschaften, das ich dann nutzen kann, um beispielsweise weitere Aktien zu kaufen oder meine Cash-Position aufzustocken. An dieser Stelle würde ich beispielsweise auch die Dividenden an sich einordnen, da ich einige Investments tätige, um geplant Dividenden zu erhalten. Aber die Aktien an sich gehören eigentlich in den dritten Teil meiner Anlagestrategie, und zwar Risikoassets. Hierbei investiere ich in beispielsweise Aktien, Kryptowährungen oder alternative Assets. Somit sind die Dividenden irgendwo zwischen dem zweiten und dritten Teil einzuordnen. Wir werden uns jetzt heute hier mit dem zweiten Teil tiefer auseinandersetzen. Und zwar meine gesamte Passive Income Position. Dazu gehören beispielsweise Aktien-ETFs, die in amerikanische Staatsanleihen investieren, Zinsen, die ich erhalte auf meinen Cashbestand,
Aber auch beispielsweise die Dividenden aus Unternehmen. Meine Fixed-Income-Position ist zum aktuellen Zeitpunkt 16.490 Euro groß. Das sind knapp 26,5% meines aktuellen Vermögens. Zu dieser Position zählen beispielsweise ETFs, die in Staatsanleihen investieren, oder auch meine Cash-Position, die zu 3,25% verzinst angelegt ist. Alleine durch meine Cash-Position konnte ich über die letzten Monate Zinsen in Höhe von 798,22 Euro einnehmen. Diese wurden monatlich ausgezahlt und lagen zwischen 20 und 60 Euro, je nach Zinssatz und Cashbestand. Dazu kamen dann noch Dividenden aus Aktieninvestments. Hierbei lag der Schnitt über die letzten 12 Monate bei 37,50 Euro. Über das Jahr 2024 habe ich bis jetzt Dividenden in Höhe von 425,48 Euro erhalten, was einer Rendite von 0,97% entspricht. Meine Compounded Annual Growth Rate bei den Dividenden liegt über die letzten 2 Jahre bei 499,21%. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass mein Depot in diesem Zeitraum enorm gewachsen ist. Wenn man die Dividenden und Zinsen aus den letzten 2 Jahren nun zusammenrechnet, kommt man auf ein gesamtes passives Einkommen von 1.374,89 Euro. Das habe ich dann genutzt, um in Assets zu investieren, wie beispielsweise Aktien, Kryptowährungen oder auch gehebelte ETFs. Aus dem Grund heraus, dass ich die Rendite, die ich verloren habe, dadurch wieder reinholen möchte. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Schreibt doch auch mal gerne eure Meinung zu Dividenden in die Kommentare. Wenn ihr mehr über meine Investments erfahren wollt, schaut doch gerne einmal hier und hier vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.